Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und ich bin mal wieder unterwegs, um meinen grünen Akku aufzuladen und nehme euch gerne mit, wenn ihr möchtet. Ich werde hier noch ein Weilchen laufen und suche mir einen schönen Platz, wo ich dann mein Lager aufbaue. Wetter ist, ja, ist okay. Ich bin gerüstet, das ist nur so ein bisschen Nieselkram, das ist also nicht weiter störend. Und wenn ich einen schönen Platz gefunden habe, dann werde ich wieder ein bisschen kochen. Und zwar mache ich mir heute eine Steinpilzpasta. Die Pilzzeit ist zwar vorbei, aber ich habe da trotzdem Lust drauf und ich hätte noch was eingefroren. Und vorher mache ich mir noch so einen kleinen Erkältungstee. Das ist so ein Hausrezept, was ich seit ewig 100 Tagen nutze. Viele von euch werden das sicherlich kennen, aber das zeige ich euch auch noch. Und werde hier einfach, ja, ein bisschen Waldbaden. Einfach mal wieder frische Luft tanken und ja, einfach draußen sein. Also ich muss sagen, ich mag das Wetter. Es ist so ein bisschen diesig und regnet halt so ein bisschen, aber ich habe Loden an, bis da irgendwas durchkommt. Ja, das dauert ein ganzes Weilchen. Also da wird nichts passieren. Man hat hier so seine Ruhe im Wald. Es ist so eine ganz eigene Stimmung wieder. Wie gesagt, so ein bisschen diesig, aber immer noch so, dass es klar ist und die Nässe in der Luft. Aber ich mag das wahnsinnig gerne. Ich bin zwar keiner, der Bäume umarmt, aber irgendwie ja, haben die was Beruhigendes, also für mich zumindest. Und einfach mal so die Hand auflegen, das mache ich tatsächlich ganz gerne mal. Drücken muss ich sie nicht gleich. Ich finde, Bäume haben einfach was Entspannendes. Ich setze mich auch gerne einfach mal so an einen Baum ran und genieße einfach so das Draußensein. Geht euch das auch so? Oder ist ja, Baum für euch nur Brennholz? So, ich habe ja mein kleines Lager jetzt gebaut. Einfach nur Sitzhöhe, weil ich mich auch wirklich nur im Kurz so ein bisschen vor Regen schützen möchte. Mehr nicht.
Da mag ich die polnische Zeltbahn eigentlich immer ganz gerne. Lässt sich schön aufspannen. Und ich sitze eigentlich ganz gut drin, auch wenn es jetzt nicht riesig geräumig ist. Ich hätte es auch höher abspannen können, aber mir reicht das. Aber bevor ich jetzt mit irgendwas anfange, mache ich mir erstmal einen Tee. Und zwar einen schönen Erkältungstee, was ich von zu Hause halt schon kenne. Und da man nutzt, wenn einer von uns irgendwie eine Erkältung bekommen hat, dann war das immer so der Tee, den wir getrunken haben. Aber ich denke, man muss nicht für alles immer gleich irgendwelche Tabletten schlucken. Man kann auch einfach mal einen Tee nehmen. So. Das brauche ich später. Das brauche ich auch später. Wir haben einmal Salbeitee. Dann brauche ich Honig. Da könnt ihr nehmen, was euch schmeckt. Ganz wichtig, eine Zitrone. Und ein Stück Ingwer. Und viel mehr brauchen wir gar nicht. Erstmal den Salbei reingeben und dann Ingwer. Ingwer nach eigenem Geschmack. Also ich nehme so ein Stückchen und schneide das hier in dünne Scheiben rein. Ich habe den jetzt nicht ganz voll gemacht, weil ich das gleich einmal ordentlich aufkochen möchte. Wenn ihr das mal nachmacht, also ich mag das auch, mir schmeckt es sehr gut. Gebt auf keinen Fall die Zitrone, also den Zitronensaft und den Honig von vornherein mit rein. Auch wenn es kocht, noch nicht reingeben, sondern einmal aufkochen mit dem Ingwer und dem Salbei. Und dann, wenn das wieder runtergekühlt ist so ein bisschen, also immer noch heiß, aber halt runtergekühlt, dann könnt ihr die Zitrone dazu geben und dann den Honig dazu. Weil wenn ihr das in das Kochende reingebt, dann zerstört ihr die Inhaltsstoffe von Honig und Zitrone. Ich habe leider nur einen großen Deckel von meinem Topf, den ich später verwende. Aber das ist letztlich egal. Wenn ihr einen Schutz habt, einfach einen Windschutz habt oder so, man könnte den natürlich auch drumherum stellen. Ihr könnt auch, so werde ich das gleich machen, den Topf daneben stellen, beziehungsweise da, wo die Öffnungen sind, um einfach so ein bisschen den Wind davon abzuhalten, die Flamme so ein bisschen tanzen zu lassen. Den Topf stelle ich einfach hier vor. Relativ dicht, dass das so ein bisschen als Windschutz dient. Und von der Seite, wo ich sitze, da kommt sowieso kein Wind rein. Das heißt, das könnt ihr jetzt einfach so kochen lassen. Ja, das köchelt ganz leicht, seht ihr das? Das heißt, wir werden jetzt einfach nur noch die Esbit-Tablette herunterbrennen lassen. Das ist mehr als genug. Und auch deswegen habe ich den nicht komplett voll gemacht. Ich brauche einmal den Trangia und ich brauche einmal den Esbit, weil ich mit einem Topf und einer Pfanne diesmal etwas koche. Und das zeige ich euch gleich mal. Und hier, wie gesagt, gebe ich jetzt gleich so ein bisschen kaltes Wasser rein. Dann Honig, auch das könnt ihr nach Belieben machen. Ich gebe da meist einen Löffel immer da rein. Und den Saft von einer ganzen oder einer halben Zitrone, auch das nach eigenem Geschmack. Ich gebe einen guten Löffel rein. Einfach umrühren, bis der Honig sich aufgelöst hat. Also ich finde, das schmeckt nicht nur gut, sondern es ist einfach auch wahnsinnig gesund. Und gerade wenn man so die Anfänge einer Erkältung hat, kann man das oft schon wirklich im Keim damit ersticken. Und auch wenn es schon mitten im Gange ist, unterstützt es zumindest den Körper, dass er die Erkältung schnell wieder los ist. So, jetzt wollen wir auch mit dem Kochen anfangen. Ich habe nämlich auch so langsam echt Hunger. Und wie gesagt, wir brauchen dafür eine Pfanne und wir brauchen dafür einen Topf.
denn es gibt heute eine Steinpilzpasta. Und ich zeige euch erstmal dafür, was für Zutaten wir haben. Wir brauchen einmal Nudeln nach Wahl. Ich habe die einfach gerade noch gehabt, da kann man aber nehmen, was man möchte. Eine Zwiebel, muss nicht ganz so groß sein, aber auch da hatte ich einfach das nur noch da. Hier habe ich so ein bisschen Salz und Pfeffer einfach. Schon mal so ein bisschen gemixt, das kommt nachher mit rein. Speckwürfel, Sahne und hier halt eben die Steinpilze. Auf dem Speedkocher werde ich gleich die Nudeln kochen. Und mit dem Trangia kümmere ich mich dann um die Pfanne und werde damit schön die Steinpilze machen. Jetzt mag sich der eine oder andere wundern, warum ich mit dem Speed die Nudeln koche und ob das wirklich geht. Ich nutze da so einen kleinen Trick, beziehungsweise man könnte auch sagen, ich schummel. So, und zwar ist das hier keine normale Edelstahlflasche, sondern das ist eine zweiwandige, sprich ja quasi eine Thermoskanne. Und ich habe mir zu Hause schon mal Wasser gekocht und das hier drin abgefüllt. Das kann ich gerade für den Winter echt immer empfehlen. Einfach so eine kleine Thermoskanne dabei haben, 500 Milliliter, irgendwas in der Richtung. Wenn man weiß, dass man was kochen muss, wo man heißes Wasser zu braucht oder sich einen Tee machen möchte oder was auch immer, ist das einfach enorm praktisch, wenn man schon mal warmes oder sogar noch heißes Wasser hat. Das müsste ja sogar noch ziemlich heiß sein. So spart man sehr, sehr viel Zeit. Und man spart auch wahnsinnig viel Brennstoff. Und gerade jetzt solche Sachen wie Nudeln abkochen und so dauert es sonst sehr lange. Und wenn man dazu vorher auch noch Schnee abschmelzen muss, ist das ein Prozess, der wirklich wahnsinnig lange dauert. Aber auch Stichwort Schnee abschmelzen. Da wisst ihr ja selber, dass wenn ihr einfach nur einen Schnee in den Topf reindrückt, dass ihr dann ja ewig braucht, um Schnee wirklich zu schmelzen. Da ist es immer gut, wenn man schon mal so ein bisschen Wasser hat. Und auch da kann man den Topf gut vollgeben mit Schnee. Und das Ganze dann mit dem warmen oder heißen Wasser aufgießen. Das trägt dazu bei, dass man wesentlich schneller den Schnee abkochen kann. Also es ist wirklich ja, einfach enorm praktisch, wenn man eine kleine Thermoskanne dabei hat. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt 500 Milliliter. Das reicht. Das ist so das, wo ich mit über den Winter komme. Jedes Mal, wenn ich irgendwo was in der Richtung brauche, reicht die Menge an Wasser eigentlich aus. Und mit der Hilfe reicht es eben auch, wenn ich den Speedkocher nutze. Den Trangia nutze ich für die Steinpilze. Wie gesagt, das waren eingefrorene, die habe ich nicht eingefroren, sondern die waren eingefroren. Wenn ihr frische habt, ist das natürlich immer vorzuziehen, ganz klare Sache. Aber auch mit den eingefrorenen, finde ich, schmeckt das sehr gut. Ich habe jetzt in etwa 200 Gramm Nudeln reingegeben. Auch das ist natürlich immer, je nachdem wie viel Hunger ihr habt und was ihr da haben möchtet. So, die Nudeln, dass die gerade so bedeckt sind, das reicht vollkommen aus. Ein bisschen, ne? Dann seht ihr, dass das wirklich gerade so bedeckt ist. Ich nutze wieder mein Happy Stove für den Trangia. Was man hier ganz gut machen kann, ist einfach die Vorglühkralle hier unten dran. Dann gewinnt man ein bisschen was an Höhe. Deckel einfach abdrehen und den auch unten hin. Also den Deckel ganz auf dem Boden. Dann mit Vorglühkralle das darauf. Und dann passt die Höhe vom Trangia auch noch. Und ihr habt noch die Kappe, dass ihr ihn nachher gut löschen könnt. Ich werde jetzt gleich die Zwiebel klein schneiden und dann Zwiebel und Speck schon mal direkt in die Pfanne geben und schon mal leicht anbraten. Dann gebe ich die Pilze hinzu, das wird auch alles schön erhitzt. Die Pilze werde ich noch so ein bisschen kleiner schneiden, damit die sich besser anbraten lassen in der kleinen Pfanne. Und zum Schluss, wenn das alles soweit fertig ist, gebe ich die Sahne dazu, gebe dann die Gewürze dazu und lasse das einfach so lange köcheln, ja, bis ich denke, das ist gut durch. Ich nutze wieder die Pfanne, wie gesagt, das ist eine kleine. Aber das reicht. So, die Nudeln kochen und sogar ein bisschen über. Ein bisschen den Deckel schräg packen. Der hat jetzt zwar so Ausgießöffnungen, aber die reichen meistens nicht aus, dass der Dampf entweichen kann. Pfanne passt hier gut drauf. Das ist auch was ich an Trangia liebe. Also ich koche wirklich am liebsten mit dem Trangia, weil er einfach funktioniert. Dadurch, dass die Pfanne unten rund ist, habt ihr eben gesehen, das passt zwar soweit, aber ihr müsst die so ein bisschen schräg raufpacken, sonst rutscht sie in eine Richtung. Und seht zu, dass ihr, wenn ihr die Pfanne berührt oder nachher runternehmt, bei dem Griff aufpasst, der kann schweineheiß werden. Also wirklich aufpassen. Hier werde ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen zerkleinern. Brauche ich jetzt nicht extra rausholen und auf dem Brett. Ihr seht schon, das reicht von der Größe her. Nur wenn da ganz große Stücken sind, dann macht die halt einfach ein bisschen kleiner, aber das sieht hier soweit gut aus.
nur eine Tablette zu nehmen, also eine SB-Tablette, war die richtige Entscheidung. Das hat genau gereicht. Ich habe das in dem heißen Wasser hier jetzt ziehen lassen, werde das gleich abgießen. Aber erstmal kommt hier jetzt die Sahne rein. Ja, man sollte sein Küchenmesser nicht gleich wegräumen. Man muss das große Küchenmesser nehmen. Und nochmal schön köcheln lassen. Wenn ihr schon heißes Wasser abgießt, dann seht zu, dass ihr das nicht bei Pflanzen macht oder bei Wurzeln, wo ihr es seht, sondern sucht euch ein Stückchen Erde, dass ihr einfach so wenig Schaden wie möglich verursacht durch das heiße Wasser, was ihr dann wegkippt. Ich vertrete mir gerade die Beine, beziehungsweise ich laufe einfach ums Lager herum. Das sieht man hier vielleicht gerade. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Es kommen noch so ein paar Tropfen runter, immer von den Bäumen oben. Von daher finde ich es ganz angenehm, gerade mal wieder zu stehen, als die ganze Zeit im Schneidersitz da unterm Tab zu sitzen. Das lasse ich noch ein bisschen köcheln. Ich denke mal so 5 Minütchen. Und dann kippe ich die Pfanne, den Inhalt der Pfanne, kippe ich dann zu den Nudeln, dass ich das nochmal schön umrühre. Dann sind wir auch schon fertig. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Ich bin jetzt 2-3 Meter vom Lager entfernt und es duftet so lecker nach Steinpilz, nach Sahne. Das ist einfach echt ein Traum. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich habe auch langsam echt Hunger. Das nehme ich jetzt gleich runter. Ihr seht, es hat auch so richtig schön eine dunklere Farbe angenommen und ist etwas dicker geworden, genauso will ich das haben. Und ja, viel länger köcheln muss das auch gar nicht. So, das geht da runter. Und dann treffe ich hoffentlich. Nudeln, habt ihr ja gesehen, habe ich eben abgegossen. Das wird jetzt einfach schön verrührt. So, ich lasse mir noch mal ein bisschen die Pilzpfanne schmecken und dann werde ich in Ruhe abbauen. Ich habe eben schon so ein bisschen zusammengeräumt. Dann laufe ich noch so ein bisschen durch den Wald und ja, dann geht es auch schon wieder nach Hause. Wie immer, ich kann es echt empfehlen, das nachzumachen, das ist echt lecker. Und ihr habt gesehen, das ist super schnell zu machen und super einfach. Auf jeden Fall schön, dass ihr mich begleitet habt, schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Videos rein, sei es bei meinen Tourvideos oder auch bei meinen anderen Kochvideos. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann freue ich mich auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Da ich jetzt nicht mehr so viel mit der Kamera sprechen werde, sondern nur noch gemütlich mein Essen esse, mein Lager abbaue und mich dann auf den Rückweg mache, sage ich schon mal in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Seht ihr, wie schön das Wasser abläuft?